Elena ist eine tolle Frau. Sie passt viel besser zu mir als ich und irgendeine andere Frau. Entschuldigung, das sind unsere Plätze. Das ganze verdammte Kino ist leer. Du? Tut mir leid, dass ich vorhin so daneben war. Ich hatte einfach Angst, das Gestüt zu verlieren. Wenn ich besser aufgepasst hätte, dann... Hey. Es war nicht deine Schuld. Ich werde niemandem erzählen, dass du der Mann auf den Fotos warst. Was ist das für ein absurder Gedanke? Du würdest mich mit der Frau betrügen. Elisabeth, der Mann auf dem Foto, das bin ich. Auch wenn sich das ganz merkwürdig anhört, ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte. Als du mir die Zeitung gegeben hast, da dachte ich... Was dachtest du? Was? Lass sie reden, ich sag lieber nichts. Vielleicht kommt sie dann nicht dahinter. Hast du das gedacht? Nein, natürlich nicht, aber das Ganze ist doch wie ein Albtraum für mich. Für dich? Na, das wird ja immer besser. Elisabeth, ich weiß nicht, wie ich da hineingeraten konnte. Ach, so viel Fantasie habe ich gerade noch. Erst erzählst du mir, du gehst in deinen Herrenclub. Als das auffliegt, da lügst du mir ins Gesicht. Du hättest dich um ein Hochzeitsgeschenk für mich gekümmert und ich, oh Gott, ich habe auch noch ein schlechtes Gewissen. Elisabeth! Stattdessen, da vergnügst du dich mit dieser Frau in einem Hotelzimmer. Ich glaub das nicht. Nein, wir haben an der Bar zusammengesessen und einen Drink genommen. Was dann passiert ist, weiß ich nicht. Ich hatte einen Filmriss. Na, wie praktisch für dich. Es ist die Wahrheit. Elisabeth. Wie konntest du mir das antun? Wie? Komm, wir setzen uns nach oben, da ist alles frei. Aber das hier sind die besten Plätze. Ja, aber oben sieht man doch viel besser. Hallo, wir können es uns doch nicht gefallen lassen, dass sie uns einfach die besten Plätze wegschnappt. Sie kann mich übrigens hören. Was ist eigentlich das Problem? Ich meine... Genau, was ist euer Problem? Nichts. Wir mussten nur klären, wer das Popcorn hält. So schnell sieht man sich wieder. Die Welt ist zu klein. Seit wann stehst du eigentlich auf Splatter-Filme? Manchmal kann kann's sie nicht. blutig genug sein. Genau, das würde ich auch gerade sagen. Das ist ja salzig. Ja, und? Mädchen. Kannst bei mir mitessen. Cool, danke. Na, wie läuft's mit Lucky Star? Wir machen einen riesen Fortschritt. Ja, natürlich ist er nicht Dionysos, aber ihr seid ein gutes Team. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass er so fit ist. Wir könnten beim Frühjahrsklassik starten. Der war nicht schlecht. Ich meinte das ernst. Du weißt schon, dass das Rennen heute ist? Ja. Dann müssen wir halt mal die Nachnenngebühr löhnen. Aber er ist heiß, er will zeigen, was er drauf hat. Vergiss es. Wir könnten siegen. Und dann hätten wir das Geld locker wieder drin. Hey, ich weiß, du gibst dir immer noch die Schuld für Dionysos Tod. Aber das war ein Unfall. Du musst dir keinem irgendwas beweisen, okay? Darum geht's doch gar nicht. Worum dann? Lucky braucht Rennpraxis, damit er sich entwickeln kann. Was sagt der Trainer? Ja, Hagen hat recht. Lucky ist noch nicht bereit und du auch nicht. Wisst ihr was? Könnt mich mal. Dana, du hast seit Dionysos Tod heute das erste Mal wieder auf dem Pferd gesessen. Deswegen habe ich das Reiten verlernt, oder was? So ein Quatsch, aber deine Kondition, die war auch schon mal besser. Du bist mit ihm noch nicht lange genug im Training. Ihr wisst genauso gut wie ich, dass wir einen Sieg brauchen. Wir können mit Dionysos nur noch ein Jahr decken. Und dann? Es nützt uns gar nichts, wenn du ihn zu früh an den Start bringst und er sich überanstrengt. Ja, dann ist nämlich vielleicht die ganze Saison für ihn gelaufen. Aber ich könnte doch... Keine Rennen zu deinem eigenen Schutz.
Das ist mein letztes Wort. Ab in den Kampf. Elisabeth, hab mich richtig erschreckt. Hast du ein Glas Wasser für mich? Du siehst so aus, als könntest du was Stärkeres gebrauchen. Hier bist du. Hab dich schon überall gesucht. Das hier wurde für dich abgegeben. Oh. Ist es das, was ich vermute? Die Kürbiskerne sind alle. Ein paar Ohrringe? Ein Ring? Nein, es ist die Rubinkette, die Elisabeth sich so lange gewünscht hat. Aber ich fürchte, sie wird keine Geschenke von mir annehmen. Ich habe eine ziemlich große Dummheit begangen. Ich hätte diese Frau niemals in unser Haus lassen dürfen. Niemals. Du hattest so recht mit deiner Warnung. Sag mal, um was geht's denn? Ja und? Also komm, ich bitte dich. Das Foto war bestellt. Damit will sie der Öffentlichkeit mitteilen, dass in ihrem Schlafzimmer noch nicht tote Hose ist. Charlie. Der Mann in ihrem Bett. Nein. Das glaube ich ja jetzt nicht. Vielleicht ist ja auch gar nichts passiert. Also, entschuldige mal. Ihr liegt zusammen im Bett, habt ihr wohl kaum Halma gespielt. Oder führst du etwa mit Elisabeth eine offene Beziehung? Nein. Also, ich kapier das nicht. Ich meine, man sieht doch, dass du und Elisabeth, dass ihr glücklich miteinander seid. Ja, ich liebe Elisabeth. Und warum gehst du dann mit einer anderen ins Bett? Ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte. Okay, dann solltest du dir jetzt überlegen, ob es wichtig genug ist, dass du deine Ehe aufs Spiel setzt. Ja, bevor es zu spät ist. Was soll das denn? Was? Ist alles aus Plastik. Gruselfaktor 0. Ja, finde ich auch. Auf einmal. Na, hast du ihn gesehen? Wen? Den Pleitegeier. Draußen, über der Pferdebox. Das hättest du wohl gerne, was? Na, komm schon. Nachdem dein Wunderklepper den Arsch zugekniffen hat, stehen doch bei dir nur noch Rennpferde für Arme im Stall. Dionysos war eine Klasse für sich, ja. Hm? Aber wir haben schon einen Nachfolger für ihn am Start, also freu dich nicht zu früh. Sag mal, bist du bescheuert? Du kannst doch nicht einfach ohne Hagens Zustimmung Lucky bei diesem Frühjahrsklassik in Krefeld melden. Ich verstehe ja, dass Hagen mich beschützen will und übers Ziel hinausschießt, aber du? Dana, du bist noch nicht bereit. Ich habe seit dem Derby 12 Rennen gewonnen. Ja, mit Dionysos. Aber nach seinem Tod hast du doch erstmal einen riesen Bogen um jeden Steigbügel Ja, gemacht. du musst mir das nicht länger unter die Nase halten. Ich war dabei. Aber jetzt bin ich drüber weg. An mir geht es gut. Und wir brauchen einen Sieg. Wie soll's denn hier weitergehen? Ohne Dionysos. Es gäbe natürlich noch eine andere Möglichkeit, wie man die Verluste aus dem traurigen Exitus deines Wunderpferdchens ausgleichen könnte. Deine Vorschläge kannst du dir gerne sonst wohin stecken. Du weißt ja, wo es rausgeht. Wenn du dafür sorgen könntest, dass einer deiner Gäule bei einem der nächsten Rennen auf einem der hinteren Plätze einläuft, dann kenne ich jemanden, der dafür eine ganze Menge Geld zahlen würde. Ich soll mich an einem Wettbetrug beteiligen. Wettbetrug, was für ein hässliches Wort. Nennen wir es doch einfach eine Win-Win-Situation. Ist klar. Und wenn dann im Gremium bekannt wird, dass ich kriminelle Geschäfte mache, dann fliege ich hochkant raus, was? Also wenn das dein einziges Problem ist, darüber können wir selbstverständlich reden. Früher oder später wirst du Geld brauchen und das bekommst du nicht ohne einen neuen Erfolg. Du weißt doch, wie das läuft.
Ohne einen Sieger im Stall steht die Zukunft von fast jedem Gestüt auf der Kippe. Ich bin für Dionysos Tod verantwortlich. Und deshalb ist es auch das Mindeste, dass ich seinen Nachfolger aufbaue. Lucky ist in Topform. Er kann dieses Rennen gewinnen. Ich weiß das. Wer bezahlt das Startgeld? Hä? Das krieg ich schon irgendwie hin. Oh, ist das widerlich. Filmriss, sagt er, ja? Ja. Aber ich glaube ihm kein Wort. Ich meine, ich weiß doch, mit wem ich irgendwann in so einem Hotelbett lande, oder? Ach, ich könnte dir da Geschichten erzählen. Auch wenn es im ersten Moment nach einer billigen Ausrede klingt. Bei Clarissa halte ich alles für möglich. Was soll ich denn jetzt machen, Charlie? Ich kann doch nicht so tun, als wäre nichts passiert. Du musst natürlich noch mal mit Ludwig reden. Ja, worüber denn? Es wäre doch interessant zu erfahren, warum er sich überhaupt mit Clarissa getroffen hat. Vorher, meine ich. Du glaubst, er empfindet was für diese Frau und streitet deshalb ab, sich zu erinnern? Elisabeth, Clarissa ist einfach sehr gerissen. Und in der Regel weiß sie bei den Männern genau die richtigen Knöpfe zu drücken. Ja, mir gegenüber hat sie ja angekündigt, meine Ehe zu ruinieren. Und scheinbar hat sie Erfolg damit. Ach was, jetzt hör aber auf. Vielleicht findet Ludwig sie ein bisschen interessant oder reizvoll, aber das heißt doch nicht, dass sie ihn tatsächlich an der Angel hat. Und wenn doch? Sie hat nach mir gerufen, Graf. Ja, Justus. Schließen Sie das bitte im Safe ein. Aber Graf, ein so schönes Stück sollte doch nicht im Safe liegen. Es sollte vielmehr den Hals Ihrer Frau zieren. Wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf. Sie haben recht, Justus. Vollkommen recht. Das nächste Mal suche ich uns den Film wieder aus, okay? Irgendwas mit Handlung? Also ich fand ihn ganz okay. Wenn man sich ein Splatter reinzieht, dann erwartet man keinen philosophischen Essay über die dritte kantische Antinomie. Apropos kantinische Anatomie, ich hab Hunger. Ja? Aber wenn die Geschichte wenigstens einigermaßen logisch wäre, dann könnte man auch über diese billigen Effekte hinwegsehen. Findest du nicht? Welche billigen Effekte? Also, wollen wir jetzt was essen? Also ich hätte Lust auf einen kleinen Snack im Schneiders. Ja, super. Ich sterbe vor Hunger. Na, also. Ja, super. Dann sieht man sich. Bis dann. Hey, was ist? Hast du nicht gesagt, dass du Hunger hast? Der ist mir irgendwie gerade vergangen. Vielleicht hat Jessica ja auch was anderes vor. Hm? Nee, hat sie nicht. Ja, also. Dann vielleicht ein Steak. Schön blutig. Du, es wird bestimmt lustig. Darauf kannst du wetten. Dana? Christian? Ah, Christian. Sag mal, du weißt nicht zufällig, wo Dana steckt? Nee, keine Ahnung. Ansgar hat mir gerade ein Angebot gemacht. Wenn wir unsere Pferde bei den nächsten Rennen verlieren lassen, können wir eine Menge Geld verdienen. Ja, Wettbetrug. Steht es so schlimm um das Gestüt oder was? Dionysos fehlt. Nein, noch ist alles gut, aber kennst ja die Vorschriften. Er ist tot, wir dürfen nur noch dieses Jahr mit ihm decken. Das heißt, nächstes Jahr wird uns der Großteil unserer Einkünfte wegbrechen. Hagen, wir brauchen einfach ein neues, gutes Pferd. Wirklich gute Rennpferde sind schwer zu kriegen. Entweder sind sie völlig überteuert oder unverkäuflich. Was? So viel Geld? Die sind doch nicht ganz dicht. Du liebst deine Tochter doch über alles, oder? Ja, das tue ich natürlich. Aber ich habe keinen Dukatenscheiß im Keller. Außerdem, wer ist denn hier die Großverdienerin auf Königsbrunn? Mein Vertrag ist gut, aber ich bin Jockey. Mama. Es tut mir leid, mein Schatz, aber seit ich nicht mehr für Ansgar arbeite, haben wir nur noch ein Einkommen. Verdammt, das wäre die Chance gewesen. Jetzt scheitert alles am Startgeld. Was, du willst einen Deal mit Ansgar machen? Christian, wie lange kennst du mich jetzt?
Vielleicht ist Lucky Star ja auch unser neuer Vollbomber. Er ist gut, ja. Und er wird irgendwann bestimmt auch seine Rennen gewinnen, aber noch ist er nicht so weit. Und momentan dürfen wir uns auf gar keinen Fall eine Niederlage leisten. Sonst stellt im nächsten Gremium Ansgar sofort den Rennstall zur Disposition. Deshalb musste ich da ausbremsen. Auch wenn es ihr gar nicht gefallen hat. Warum macht denn Hagen die Kohle nicht locker? Er weiß es noch gar nicht. Hallo zusammen. Hallo. Sag bloß, du willst auf eigene Faust starten. Er denkt, es ist zu früh für Lucky und für mich. Vielleicht stimmt es ja auch. Ich meine, Dionysos ist gerade Und erst... verdammt, wenn wir nichts tun, dann geht das gesamte Gestüt über den Jordan. Ich brauche dieses Startgeld. Wie viel? Nein, Marlene, das geht nicht. Du brauchst jeden Cent für deinen Eventclub. Sieh es einfach als meine Investition in deine Zukunft, kleine Schwester. Und dann trittst du Hagen in den Hintern und zeigst ihm, was in dir steckt, okay? Das Herz eines Vampirs, frisch gepflockt und mit der Kettensäge tranchiert. Darauf hätte ich jetzt Lust. Wir haben ja langsam kapiert, dass der Film unter deinem Niveau war. Können wir jetzt bitte das Thema wechseln? Haben die Herrschaften gewählt? Den gegrillten Lachs, bitte. Ja, und für mich das Rindersteak Caprese, bitte. Schön blutig. Ich weiß noch nicht, Moment. Ich dachte, Sie sind krank. Haben wir es mit einem Fall von Spontanheilung zu tun? Mir ging's wirklich schlecht. Mir war total übel. Ach, und da haben Sie gedacht, gehe ich mal ein Steak essen. Um ehrlich zu sein, wir haben Jessica dazu überredet, ein bisschen unter Leute zu gehen. Netter Versuch. Das gibt eine Abmahnung in der Personalakte. Entschuldigung, Frau von Landstein. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Frau Stiel ist tatsächlich krank. Ich habe sie heute Morgen untersucht. Hm. Wo ist die Krankmeldung? Wird nachgereicht? Morgen früh um 8. Wenn nicht, können Sie anfangen, Stellenanzeigen zu entziffern. Schönen Tag noch. Du hast mir gerade meinen Job gerettet. Naja, für irgendwas muss doch so ein Medizinstudium gut sein, oder? Das Geld habe ich dabei. Ich hatte so Angst, dass noch was schief geht. Mach was draus, ja? Danke. Du kriegst alles mit Zinseszins zurück. Denkst du, dass Kim und ihr Casanova heil angekommen sind? Mach dir nicht solche Sorgen. Emilio wird schon gut auf unsere Kleine aufpassen. Und wenn nicht, dann drehe ich den sowas von durch die Mauer. Also, auf deinen Sieg, ja. Danke. Ich werde mein Bestes geben. Ich muss jetzt los. Gottes Willen. Nicht so schnell mit den jungen Pferden. Gut, dass ich dich treffe. Du, hör zu, ich weiß, dass du mit meiner Entscheidung nicht glücklich bist, aber ich Alles verspreche okay, dir... ist okay. Können wir da einfach später drüber reden? Ich habe noch einen ganz wichtigen Termin. Super, bis später. Ludwig? Elisabeth, ich habe dich schon überall gesucht. Ich weiß, ich bin dir eine Erklärung schuldig. Ich will, dass du weißt, dass du die einzige Frau bist. Wo habt ihr den Abend verbracht? Wie habt ihr den Abend verbracht? Was habt ihr gemacht, bevor ihr ins Hotel gegangen seid? Worüber habt ihr geredet? Ich will alles wissen. Jedes Detail. Tja, ich schätze, meine Chefin hat deine Attestlüge vollgeblickt. Und? Soll sie doch versuchen, uns das Gegenteil zu beweisen. Auf jeden Fall bist du mein Held des Tages. Der Held des Tages schnappt sich jetzt seine Kutsche und reitet in den Sonnenuntergang. Was hast du denn für eine Kutsche? Sportcoupé? Das ist nicht meins, das ist nur eine Probefahrt. Willst du dir so ein Teil zulegen? Mal sehen. Wird auf jeden Fall höchste Zeit, dass ich mir wieder ein Auto anschaffe. Mein alter Wagen steht noch auf Mallorca. Also, falls du noch eine Co-Pilotin suchst. Ich dachte, du hast einen großen Hund. Ja, das dachte ich auch. Wie verflogen. Also meinetwegen gern. Zu zweit macht doch so eine Spritztour viel mehr Spaß. Na dann, gute Fahrt. Danke. Danke. Darf ich bitten? Ich sage herzlich willkommen zum Frühjahrsklassik in Krefeld. Bevor es losgeht, stelle ich Ihnen kurz die Pferde vor,
Mit der Startnummer 4 haben wir Eclipse. Daneben mit der Nummer 8 Meteor. Mit der Startnummer 12 Rembrandt und gleich dahinter Independence. Muss irgendwo noch eine Thermodecke rumliegen. Ist das gerade das Frühjahrs-Classic? Wieso? Hat das denn überhaupt schon angefangen? Ganz zum Schluss kommt jetzt Lucky Star mit dem erfolgreichsten Newcomer des Jahres. Ich hab's versucht, dir auszureden, aber du kennst sie. Wir waren uns einig, dass sie noch Zeit braucht. Das brauchst du mir nicht erzählen. Wo hat sie auf die Schnelle das Startgeld herbekommen? Keine Ahnung. So viel war's jetzt auch nicht. Aber auch nicht wenig mit der Nachnenngebühr. Mit der Startnummer 12 Rembrandt. Nicht so schnell mit den jungen Pferden. Ansgar. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Ansgar ihr den gleichen Deal angeboten hat wie dir? Und selbst wenn, auf sowas würde sie sich niemals einlassen. Verdammt nochmal, ich hatte es ihr verboten. Sie kann sich nicht einfach über meine Anweisungen hinwegsetzen. Wenn sie Lucky überanstrengt, dann haben wir dieses... Das war der Start und los geht's. Alle Pferde sind gut aus den Boxen gekommen und suchen jetzt ihre Position. Du hast diese Frau also nicht nur einmal getroffen. Ich habe dir davon nicht erzählt, weil es völlig belanglos war. War das auch völlig belanglos? Ich kann mich nur wiederholen. Ich weiß nicht, wie ich in dieses Zimmer gekommen bin und schon gar nicht in dieses Bett. Du willst allen Ernstes behaupten, du kannst dich nicht daran erinnern, ob ihr... Ich weiß es wirklich nicht. Ich hab dich immer vor Clarissa gewarnt. Du sagst, sie hat dich geküsst im Fahrstuhl. Glaubst du ernsthaft, dass das impulsiv war? Das war Taktik. Elisabeth, ich liebe dich. Daran hat sich nichts geändert. Und es tut mir leid, dass ich dich so Beantworte mir nur eine Frage. Empfindest du etwas für Clarissa? Zugegeben, anfangs war ich nicht sicher. Aber nun weiß ich, es gibt nur eine Frau für mich und das bist du. Ich hoffe, ihr seid soweit. Ihr werdet im neuen Salon erwartet. Tada! Independence mit Eclipse an der Spitze. Dahinter an dritter Position Rembrandt, gefolgt von Meteor. Etwas abgeschlagen Lucky Star aus dem Gestüt Lahnstein. Das ist das erste Feld. Der Rest kommt für den Sieg nicht mehr in Frage. Die Pferde sind noch 250 Meter vom Ziel entfernt. Jetzt kommt der Angriff von Lucky Star. Lucky Star, jetzt auf gleicher Höhe mit Meteor. Geht jetzt innen an Rembrandt vorbei. Was für ein Finish. Independence vor Eclipse, dicht gefolgt von Lucky Star. Vorbei an Eclipse. Independence kämpft. Ja! Vorbei an Independence. Es ist nicht zu glauben. Noch 50 Meter. Und ja! Jetzt mal im Ernst. Hast du nur eine Sekunde daran gezweifelt, dass Dana gewinnt? Ich? Wie kommst du darauf? Ja! Ja! Und, holst du dir den Schlitten? Genug Kohle hast du ja. Komm schon, ich habe genau gesehen, wie du bei 230 auf der Autobahn abgegangen bist. Brauche ich das jeden Tag? Möchtest du noch auf einen Kaffee mit reinkommen? Eigentlich sehr gerne, aber ich muss noch was mit Arno besprechen. Sag jetzt nicht, du bist nur wegen Arno mitgekommen. Doch? Komm schon. Sei keine Spaßbremse. Ich fall schon nicht gleich über dich her. Also unsere Spritztour hat wirklich Spaß gemacht. Das sollten wir bald wiederholen. Du glaubst jetzt aber nicht, ich will was von dir, oder? Nein? Du willst was von Daniel, aber ich wäre eine prima Ablenkung, weil du ihn gerade nicht haben kannst. Männer. Dann lädt man euch auf einen Kaffee ein und ihr hört gleich die Hochzeitsglocken läuten. Böse Menschen behaupten, die Ehe ist das Ende des Lebens. Aber wenn man euch beide sieht, dann glaubt man wieder das Gegenteil. Ein kluger Mann hat mal gesagt, das Geheimnis einer guten Ehe besteht darin, dass man sich gegenseitig verzeiht, einander geheiratet zu haben. Schade, dass du nie so viel Glück hattest. Statt dir zu verzeihen, sind deine Frauen lieber abgehauen. Jedenfalls wünschen wir euch noch viele Hochzeitstage und viele glückliche Jahre dazwischen. Danke, das ist sehr lieb von euch. Alles Gute.
Danke, Rebecca. Übrigens war derselbe kluge Mann der Meinung, dass man in der Ehe herausfindet, welche Art von Mensch unser Partner eigentlich gewollt hat. Hab ich was Falsches gesagt? Hallo. Jemand zu Hause? Hagen. Was tut das? Sagen wir mal so, ich hatte Hilfe. Ich hätte dir gleich Bescheid sagen sollen, aber ich... Dafür, dass ich nicht an dich geglaubt habe. Und ich dich total unterschätzt habe. Für deine Geduld mit einem Sturkopf wie mir. Deine Hartnäckigkeit, mit der du deine Ziele verfolgst. Deinen unglaublichen Fleiß im Training. Die liebevolle Pflege, die Lucky von dir bekommt. Dafür, dass dich nicht so schnell aus der Ruhe bringt. Und du immer noch ein Lächeln für mich übrig hast. Auch wenn ich mal wieder unausstehlich bin. Und er war für den mutigsten Sumpfeulenjäger, den es gibt. Und den besten Mann der Welt. Close your eyes and trust it. Just trust it. Have you ever thrown a fistful of glitter in the air? Have you ever looked fear in the face and said, I just don't care? And it's only half past the point of no return. Hey. 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 Machst du mir auch eins? Klar. Na, wie war die Probefahrt? Hast du es ordentlich krachen lassen? 250 Spitze, ist schon ein gutes Gefühl. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mit dem V8-Motor, 650 Newtonmeter. Nicht zu vergessen die heiße Blondine auf dem Beifahrersitz. Ich will nichts von Jessica. Nada, überhaupt nichts. Ist nicht mein Typ. Zufrieden? Ist ja gut, dann sind wir ja schon zwei. Also wenn es so ist, dann kann ich es dir ja sagen. Ich meine, sie wollte dich eifersüchtig machen. Ist ja auch gut gelungen. Por favor, Senor. Gracias. Wie lange soll es eigentlich noch so weitergehen? Was? In 3 kleinen Worten. Unresolved Sexual Tension, auch bekannt als Triebstau. Ja gut, es gibt ja so eine gewisse Anziehung. Sag ich doch. Du bist spitz wie Nachbars Lumpi. Blödsinn doch nicht auf Jessica. Natürlich nicht. Wie dumm von mir, du bist ja mit Helena zusammen. Deswegen übernimmst du auch freiwillig die Nachtschicht, nachdem sie für dich gestrippt hat. Und seit Tagen bist du bei der Arbeit so unkonzentriert, dass man dich eigentlich auf keinen Patienten mehr loslassen darf. Ja, Jessica sieht gut aus, aber von dieser Sorte gibt's viele. Und intellektuell ist er eher schlicht unterwegs. Und die interessiert sich dann nur für irgendeinen Tratsch à la Glanz und Gloria. Ja, und für Splatterfilme. Und woher kommt dann die gewisse Anziehung? Hormone, was sonst? Jetzt dürfen Sie die Braut küssen. I'm going round to my friend's house to get myself high. It takes me to a different place where nothing leaves my mind. Eigentlich hast du Lokalverbot. Ausgerechnet Clarissa. Warum, Ludwig? Ach, Charlie, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Du bist dir einfach in die Falle getappt. Ja, wenn es eine Falle war, bin ich mit offenen Augen reingerannt. Ich habe dich so oft vor Clarissa Ja, gewarnt. ich weiß und ich habe nicht darauf gehört. Ja, das passiert mir leider öfter. Du bildest dir hoffentlich nicht ein, dass Clarissa irgendwelche Gefühle für dich hat.
Sie will an deine Seite, weil sie an die Spitze des Imperiums will. Nicht mehr und nicht weniger. Ach, also Charlie, du weißt doch am besten selber, wie so etwas passieren kann. Ich wünschte, ich könnte das Ganze rückgängig machen. Ja, dann sag es Elisabeth. Und so, dass sie es glauben kann. Ach, ich bin überhaupt nicht sicher, ob sie mir zuhören wird. Und ich kann sie verstehen. Liebst du sie denn noch? Mehr als alles in der Welt. Herein. Und, Frau von Lahnstein? Was und, Frau von Anstetten? Haben Sie sich für ein Bestuhlungskonzept in Sachen Showroom entschieden? Ich werde ständig darauf angesprochen. Konzept 3. Ein Mittelgang. Bistrotische an der Seite und im hinteren Bereich. Gut, dann gebe ich das so weiter. Wollen Sie noch irgendwas mit mir besprechen? Ludwig, ich kenne dich doch besser. Du bist eigentlich eine Kämpfernatur. Was soll ich denn machen? Sie will nichts mehr mit mir zu tun haben. Hat sie das gesagt? Nein, sie hat gar nichts gesagt. Na also, warum lamentierst du dann? Sei kreativ, lass dir was einfallen. Ich weiß zwar nicht, wie Sie es geschafft haben, einen Mann in Ihr Bett zu locken, aber besonders beeindruckt war er wohl nicht, wenn er sich nicht mal mehr daran erinnern kann. Also rate ich Ihnen in Zukunft von solchen Manövern abzusehen. Sie können unserer Ehe nichts anhaben. Im Gegenteil. Sie sorgen nur dafür, dass unsere Beziehung immer stärker und fester wird. Danke, das war's. Hey, willst du was mitessen? Ich habe Spaghetti Bolognese gemacht. Lieber nicht. Hast du keinen Hunger? Hunger schon, aber ich fürchte, ich bin nicht die passende Gesellschaft für dich. Hä? Wie hast du so schön gesagt, ich bin intellektuell eher schlicht unterwegs? Das will ich dir natürlich nicht zumuten. Also, du hast mir noch gar nicht erzählt, wofür die letzten beiden Rosen sind. Also? Als kleine Mahnung. Dafür, dass du keine Alleingänge mehr unternimmst. Das hat doch funktioniert. Ja. Aber nur, weil Independence zum Schlussspurt zu spät angezogen hat. Und auf den letzten Metern verhungert ist. Das hätte auch ins Auge gehen können. Und dann hätte Ansgar auf der nächsten Gremiumssitzung die Zukunft des Gestüts aufs Tablett gebracht. Ich weiß. Ich muss es tun. Mein Gott, wie ich dich liebe. Heirate mich. Du bist meine Frau. Mein Mädchen. Du bist meine größte Herausforderung. Du bringst mich täglich an meine Grenzen und hilfst mir, sie zu überschreiten. Du weißt, ich bin mein Leben lang davongelaufen, aber seit ich dich kenne, will ich nur noch eins: ankommen. Da, wo du bist. Darum frage ich dich, Dana Wolf, willst du mich heiraten? Ja, ja, natürlich.
Jessica, du hast da was missverstanden. Das war alles nicht so gemeint. Frag Ricardo, wir haben nur ein bisschen rumgeblödelt. Jessica, redest du heute noch mit mir? Hey, Jessica. Was muss ich tun, damit du mich wieder anschaust? Hör einfach auf zu heucheln. Oh. Sorry. Weißt du, wo Daniel steckt? Oben, glaube ich. Danke. Hallo. Hey. Sag mal, ist das nicht Jessicas? Ja, ich wollte sie gerade zurückbringen. Ach, wo hat sie das denn liegen gelassen? Doch nicht etwa auf der Rückbank deines Luxusschlittens. Das war ein Zweisitzer. Moment mal. Von mir gibst du den verständnisvollen Freund und sobald du mit deinen Kumpels zusammen bist, stellst du mich hin, als wäre ich die hinterletzte blonde Praline, die zu dumm ist, um alleine aus dem Bus zu gucken. Aber Ricardo ist ja gar nicht mein Kumpel. Und ich bin doch nicht die Einzige, die auf Splatterfilme steht. Du hast genauso im Kino geschwitzt wie ich. Ja, na toll. Warum regst du dich dann so auf? Ich hab einfach keinen Bock, von so einem arroganten Sack wie dir in eine Schublade gesteckt zu werden, in die ich absolut nicht reingehöre. Das habe ich auch nie getan. Das würdest du auch kapieren, wenn du mir einfach mal zuhörst. Du scheinst ja zu mögen, oder? Wen? Wen? Jessica. Ach komm, das beim Schneider ist kaum zu übersehen. Es wird doch sowas von Schnuppe, was du von mir denkst. Ich weiß, dass ich nicht blöd bin und das reicht mir. Ey, das... Da, ihr Ärzte haltet euch ja für so cool und so schlau. Ist das eine Berufskrankheit? Bitte, wenn du das brauchst, ich brauch's nicht.